Okay, da sind wir wieder. Und ich muss zugeben, jetzt habe ich mal in der Hilfe nachgeguckt. Let us pause to consider the facts, Watson. Weil, No mystery can resist. ja, weil... Sorry, ich habe die Geduld verloren. Natürlich ist es Davies Code. 56 Grad, 43 Minuten, 6 Sekunden. Ich Idiot. 6 Grad, 13 Minuten, 4 Sekunden. Das ist die Lösung in dieser Karte. Also jetzt wollen wir mal schauen. Was war das? Was war das? Moment. 56 Grad. Also Süd. 57, 56 Grad. 43 Minuten. 1, 2, 43 Minuten und ein paar Sekunden. So. Und hier sind es 6 Grad. 13 Minuten. 43 Grad. Watson, that's what those Hat mysterious geklappt. figures meant. Longitude and latitude. They indicate a point along the Scottish coast called Ardnamurchan. Let's bring back the key to the tavern keeper and see if he knows this place. Okay. Gehen wir. Hier ist die Tür. Entschuldigung. Ah, hier bitte deinen Schlüssel zurück. Did you find everything to your liking? Indeed, you are as good as your word. I found the charts just as you said. Does the name Ardnamurchan mean anything to you? Ah, yes. It's a lighthouse along that very coastline. Aha. Legend has it, the place was built over a pirate's hideaway. In fact, Oh, now das that I think on it, that spot is right in the erweckt middle was. of the tempest that is taking down all those ships. Rather Aha. odd-looking building. They say the chap who built it, Stevenson I believe his name was, that he fancied up the Der entrance Vater von with Robert foreign Louis symbols, Stevenson, Egyptian dem obelisks Autor von der and even a Schatzinsel. dog with wings. Strange fixings for a lighthouse, isn't it? Also die mischen hier wirklich alles durcheinander, aber das macht ja nichts. Okay, thank you. Anything else, gentlemen? No, thank you very much. What do you make of this, Holmes? Ja, ist doch vollkommen klar. Wir müssen jetzt natürlich nochmal zu Barnes Bookstore. Nein! Das möchte ich doch jetzt wissen. Ach, der ist hier, Entschuldigung. Mr. Stanek, genau. Hier, ich will dahin. Barnes Bookstore. Danke. Und, Mr. Holmes, I was able to translate the pages that you wanted. Come, I will show you. This book is quite ancient. It tells of a terrifying sect devoted to strange entities. The descriptions are vague, but we can presume the origin of this myth arises from the destructive Leviathan represented in the Bible, a creature said to sleep and dream in a strange city under the sea. A nightmare sleeping within the sea. To be exact, the pages you asked me to translate are in fact a prayer or invocation to this entity and the description of the ceremony associated with it. To be frank, what is described in this book would make one laugh, were it not for its reliance on such horribly obscene, morbid, and bloodthirsty language. And this ceremony, what can you tell me about it? Promise me you will not laugh. The book says that hundreds or thousands of years ago, during a particular alignment of the stars, a priest performed these rites, invoking the name of a destructive Leviathan. The priest intoned his name and called for his return to this earth so his followers could give him his due. The priest then asked a representative of each nation on the earth to recite the invocation and sacrifice themselves to the sea from atop a colossal natural rock tower surrounded by water. All this is quite absurd, isn't it? Pray continue, Barnes.
As you like. It goes on to say that the ceremony must be held under the image of the messenger of the outside gods. Nothing more exact is said on these entities. However, from their description, their messenger would have a form rather close to the Egyptian Sphinx, except that his face is without feature and jet black in colour. So an idol in its likeness must be present during the ceremony. But can you imagine that? Some so-called priest and an international crowd atop a tower singing in unison before some faceless winged stone lion? I can imagine it very well, Barnes. You say that these people are to throw themselves into the sea so that their god will have his due. But what is it about? What does this god seek? That's the most preposterous part of this tale, and proves it to be pure myth and fancy. Even for the sake of argument, this ceremony could never have happened. In such ancient times, it would have been quite impossible to gather representatives from every nation on Earth and in one place. I understand, Barnes. Humour me a bit more, and please answer my last question. What would this Leviathan want from us? Indeed, we would owe this creature our world. According to this, complete the ceremony and the collective sacrifice, invoke the demon, and he will arise and swallow the earth. Yes, Holmes, they sought nothing less than the end of the world. What nonsense! Thank you, Barnes. I must leave now. Goodbye. The newspaper dating before our departure. Watson, find it. There was some article about the current alignment of the stars. This may tell us precisely how much time we have left. But Holmes, surely you can't believe... The newspaper, Watson. Find that newspaper. Look, Watson! The light is barely lit. This explains the shipwrecks and recent disappearances. Holmes, if we do not find a place to land, and soon, I fear they will add our names to those poor souls lost in these seas. Hiya, Malaya. Und the next Oh my God! Holmes, look! The sea! It just swallowed him! Lambs for the slaughter! Watson, we must stop this! Okay, also. Eine neue schauerliche Szenerie. Wunderbar. Wir haben noch nicht mal einen Regenschirm dabei. Hier ist dieser Leuchtturm, der von Stevensons, also Robert Louis Stevensons Vater angeblich gebaut wurde, der anscheinend Mitglied dieser Sekte war, ist natürlich purer Unsinn, logisch. Und da sehen wir auch die merkwürdigen Sphinxen. So, bevor ich heute diese Episode beende, schauen wir nochmal kurz. Es tut mir leid. Ah, das ist gut. Genau, der Barnes hat ja erzählt, dass dieses Buch eben von diesem Kult erzählt, der vielleicht Hunderte oder Tausende vor Hunderten oder Tausenden von Jahren ins Leben gerufen wurde. Und da gab es eine bestimmte Sternkonstellation, die haben wir im ersten Teil, siehst du, das kommt davon, weil ich die Zeitung gelesen habe. Davon haben wir nämlich gelesen, dass diese Sternkonstellation wieder auftauchen wird. Und da hat er diesen alten Gott da beschwören wollen, irgend so ein Hohepriester, und er brauchte aber Repräsentanten aus aller Welt, von jedem Land der Erde, die sich dem opfern. Das, was wir gerade gesehen haben, deswegen haben sie diese ganzen Leute entführt. Klar, die müssen jetzt da alle runtergeschmissen werden und sind natürlich dementsprechend auf Droge. Weil sie das alles ganz großartig finden, dass sie jetzt diesem Leviathan dort, der in der See lauert, geopfert werden. Ja. Das ist mal dieses. Genau, der Barnes. Der Barnes, der hat das natürlich alles für einen Blödsinn gehalten, weil der ja als Historiker und Buchhändler
ist der wahrscheinlich einer, der der Aufklärung anhängt. Ein Anhänger der Wissenschaft, der sowas für kompletten Blödsinn erklärt. Aber ihr seht, das... Kann ich die verwenden? Nee, kann ich noch nicht verwenden. So, ihr seht, dass diese Zeremonien schon wieder stattfinden sollen. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, ob wir hier irgendwas von Bedeutung finden. Nix. Also da liegt ein... This rope is hardly reliable, but it's the best that we have. Aber wofür? Ich habe keine Ahnung, wofür wir das brauchen werden. Gibt es noch mehr, was wir mitnehmen können? Da ist noch was. Nein. Der steht mitten auf dem Seil. Also das können wir anscheinend nicht mitnehmen. Auf jeden Fall liegen hier Sachen rum. Okay, es kann sein, dass wir die später nur brauchen. Ich habe keine Ahnung. Also man sieht... Ja, okay. Man sieht, die Szenerie ist noch grob programmiert natürlich. Das Spiel ist ja auch schon sehr alt, aber trotzdem hat es schon einen sehr großen Charme. Das sind diese gesichtslosen Sphinxen aus schwarzem Stein. Wunderbar. Autsch! It is sealed tight from the inside. Ja, das war doch klar. Du hast ja wohl nicht gedacht, dass die darauf warten, dass du hier reinmarschierst. Ja, ich glaube, das war jetzt schon mal lang genug. Wir werden dann beim nächsten Mal, ich wollte ja eh schon Schluss machen. Schaut mal, da haben wir wieder so ein Idolgesicht. Okay. Sieht aus wie irgendwie so ein Ziegenbock. Okay. Ja, ich mache jetzt mal Schluss, weil sonst werden die Folgen wirklich so irre lang. Da stehen die beiden ganz verloren auf dieser Insel. Aha, er benutzt die Laterne schon. Okay, alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut so lang. Tschüss.